Es gibt ein neues Feature in ChatGPT, das heißt Aufgaben. Und ihr stellt euch jetzt bestimmt die Frage, wird ChatGPT jetzt zu Siri und Alexa? Ist das jetzt das Ende? Nein, es ist der Anfang von was sehr, sehr, sehr Geilem. Heute drehen wir das Video, also heute haben die das Release und wir gehen live jetzt einmal durch, was das für euch bedeutet, was ihr damit machen könnt, jetzt schon, und warum das wahrscheinlich die Vorahnung auf etwas ziemlich Krasses ist, was wir dieses Jahr sehen werden. Das ist tatsächlich eines der wohl offensichtlich sehr häufig nachgefragten Features. Ihr könnt jetzt ChatGPT sagen, kannst du bitte für mich jeden Tag um 12 Uhr eine Recherche zum Thema, was gibt es gerade Neues im Bereich künstliche Intelligenz in Deutschland durchführen. Dann wählt ihr hier oben das Modell aus, 4O mit geplanten Aufgaben, schickt das Ding ab und ihr bekommt eine Rückmeldung. Aufgabe wird erstellt. Check for AI News in Germany täglich 12 Uhr. Und das ist schon das Ganze, was Aufgaben macht. Und wenn ihr denkt, so, das ist jetzt ja nicht so krass. Doch, das ist schon ziemlich cool, weil man natürlich ganz anders interagieren kann, wieder wie mit einem Assistant. Das Ganze gibt es seit heute. Das heißt, die Use Cases sind noch ein bisschen begrenzt, aber wir können ja mal gemeinsam überlegen, was gibt es für spannende Use Cases. Wenn ihr jetzt schon welche habt, direkt unten in die Kommentare und dieses Video hier natürlich auch teilen, bis ihr erkennt das ganze Spielchen. Denn darum geht es auf YouTube. Also, ein Use Case könnte sein, ihr wollt täglich etwas recherchieren. Ihr braucht täglich, wie ich das eben hatte, ein Update zu einem bestimmten Thema. Und das wollt ihr über einen längeren Zeitraum machen. Und irgendwann habt ihr so einen ganz langen Chat mit dem Update. Und quasi euer Assistant hat für euch die Recherche durchgeführt und sagt ihr so, und jetzt gebt mir mal eine Zusammenfassung, wie sich das entwickelt hat. Das können Aktienkurse sein, Trends, News, whatsoever. Ihr könnt aber auch natürlich sagen, hey, ich habe hier meine Zielpläne für dieses Jahr, das habe ich alles vor, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, was sind meine Top 5 daraus? Kann man auch sagen. Und dann sagt ChatGPT, das sind eigentlich deine Top 5 Aufgaben. Und dann sagt ihr am Ende, ich wechsle auf das Modell 4O mit Aufgaben und sagt, kannst du mir daraus tägliche oder wöchentliche Reminder erstellen, dass ich mich auch wirklich an meine Aufgaben halte? Das dritte Beispiel, und das ist jetzt absolut Blackboard-spezifisch, aber wenn ihr dem Kanal folgt, dann habt ihr das Video gesehen. Unser wichtigstes Vehikel in der täglichen Kommunikation, das benutzen auch alle unsere Kunden, ist die Lage. Findet ihr ein Video hier, was das ist. Bestes Tool bei Hybrid Communication. Das bedeutet, dass alle von uns vor 9 Uhr einen kurzen Post gemacht haben, in Slack bei uns oder bei anderen in Teams. Was steht heute an? Was habe ich gestern gemacht? Wie bin ich drauf? Und das ist eigentlich total simpel. Aber jetzt stellt euch vor, da erinnert euch die KI dran und sagt, hey, es wäre jetzt cool, wenn du deinen Lagepost machst. Was lief denn gestern bei dir? Und der Rest vom Chat ist schon so drauf formatiert, dass am Ende der Post exakt auch so rauskommt. Dann braucht ihr nur noch reinquasseln beim Kaffee und der Lagepost ist fertig. Mega. Erstmal fragt ihr euch jetzt, wie komme ich daran? Bei mir ist es noch nicht. Vorneweg. Aufgaben gibt es nur bisher für die Paid-Modelle. Das heißt, ihr seid Plus-User, ihr habt einen Teams-Account, einen Enterprise-Account oder einen Pro-Account. Dann habt ihr Aufgaben. Wenn ihr eure App geupdatet habt und euch neu eingeloggt habt, dann erscheint es meistens auch sofort und ihr seht dann hier bei der Auswahl die verschiedenen Modelle, unter anderem mit geplanten Aufgaben. Unterscheiden muss man zwischen der Mobile-Oberfläche und dem Web. Im Mobile habt ihr die Möglichkeit, Notifications ein- und auszuschalten, E-Mails ein- und auszuschalten. Am Web habt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit zu sehen, welche Aufgaben ihr alle geplant habt. Momentan gehen 10 Stück. Und ihr könnt die Prompts, also die Instructions pro Aufgabe nochmal separat hinterlegen. Total hilfreich, wenn man sagt, ich will das weiter verfeinern und damit arbeiten. Wenn euch jetzt durch den Kopf geht, Mensch, ich würde gerne KI ins Unternehmen bringen, damit wir es in breiter Masse nutzen können, dann habt bitte im Kopf, dass ab dem Februar die EU vorgegeben hat, dass ausreichend KI-Kompetenz im Unternehmen sein muss, per EU AI Act. Und dazu braucht ihr jemanden wie ein AI-Officer im Unternehmen. Mein Team bei Blackboard hat tatsächlich schon 2 ganze Gruppen von AI-Officern zertifiziert. Und weil die Nachfrage jetzt so hoch war, haben wir gesagt, wir setzen das Ganze fort. Ihr findet also weiterhin alle Informationen auf ai-officer.io. Und nach 2 Tagen habt ihr richtig ein Zertifikat in der Hand, wo ihr sagen könnt, hier, ich bin AI-Officer. Und ihr könnt rechtlich, aber auch technisch beurteilen, was im Unternehmen passieren darf und was nicht. Das Ganze findet ihr eben auf der Seite ai-officer.io. Und mit dem Gutscheincode YouTube 150 bekommt ihr 150 € Rabatt pro Ticket. Und jetzt kommen wir noch dazu, was bedeutet das eigentlich? Ich habe im Dezember intern bei uns gepostet und vielleicht können wir das sogar zeigen, weil es nicht super Geheimnis ist, dass OpenAI an einem Thema arbeitet, das nennt sich Operator.
Operator bedeutet, dass quasi ChatGPT oder die KI für euch Dinge tut. Das ist eigentlich der Versuch bei OpenAI, so etwas zu haben wie viele Agents oder Agentic Workflows, die Tasks für euch erledigen können. Dann habt ihr nicht nur die Aufgabe, sondern der Operator bekommt von euch die Aufgabe, hey, wir wollen, weiß ich nicht, in den Urlaub fliegen nach Südafrika. Recherchieren wir mal die besten Flugoptionen raus und sagt mir mal, wo wir die ersten Tage am besten unterkommen sollten. Und die KI rennt los, recherchiert es raus, beobachtet vielleicht auch ein paar Tage lang die Trends, kann immer mal wieder nachrecherchieren. Am Ende der Woche habt ihr endlich mal Zeit, euch damit auseinanderzusetzen. Und ihr habt ein fertiges Briefing und vielleicht sogar in Zukunft schon gebuchte Flüge durch die KI. Und das ist das, was ich ein paar Mal auch schon meinte mit, es gibt einen Unterschied zwischen KI aus der DNA herausdenken und einfach nur in ein bestehendes Tool KI reinbringen. Und wenn wir Glück haben und wenn die Geschwindigkeit hier so weitergeht mit den Features, die rauskommen werden, dann werden wir Operator in den nächsten Monaten, vielleicht Wochen, mal gucken, sehen, erleben oder vielleicht mal ausprobieren dürfen. Es gibt tatsächlich Gerüchte konkret, dass im Januar die ersten Accounts rausgegeben werden für Forschung, für Testen. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, damit kann man irre viele Sachen machen. Das war schon bei den GPTs so, dass die Actions ausführen konnten und Leute gesagt haben, ui, das ist viel zu gefährlich. Das muss man sich natürlich anschauen. Aber was damit grundsätzlich möglich ist, wir haben dann einen Companion an der Seite, der wie unser Operating System ein echter Operator ist und Dinge für uns erledigt. Das ist schon echt andere Art von Arbeit. Es geht nicht darum, die Füße hochzulegen, sich zurückzulehnen, sondern sich zu überlegen, was kann man mit diesem Team zusammen auf die Beine stellen. Und wie ich eben schon meinte, es ist ein super neues Feature, aber ein paar von euch haben mit Sicherheit schon Sachen ausprobiert und Erfahrungen gemacht. Ich möchte es in den Kommentaren haben, also teilt bitte, lasst alle davon profitieren. Und wenn euch das hilft, abonniert den Kanal, das hilft uns. Es hilft aber noch mehr, wenn ihr das hier teilt auf der Arbeit, denn alleine mit KI arbeiten ist nur halb so cool wie im Team. Danke fürs Zuschauen, bis nächste Woche.